Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktien, die Jahrhundertchance. Disclaimer. Goldaktien, eine Jahrhundertchance. Der GDX, also der normale Goldaktienindex, korrigiert seit 2 Jahren. Die beiden letzten Korrekturen dauerten etwa 2,5 Jahre und danach brach der GDX-Index jeweils um 150% aus. Die aktuelle Konsolidierung wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen beendet sein und dann bis Mitte 2023 $70, jetzt aktuell $27 erreichen. Ja, gucken uns die Vergangenheit an. So sieht der Statist das. 2,5 Jahre Konsolidierung, dann Ausbruch um mindestens 150%. So war es vom Januar 2016 bis August 2016. So war es hier vor 2019, als der Goldpreis ausgebrochen ist, nur kurz unterbrochen hier von den Ereignissen 2020, also der Corona-Krise, auch Ausbruch um 150%. Und jetzt wiederum haben wir 2 Jahre Korrektur schon wieder. Und es ist eben auch laut diesen Statisten einfach ein Ausbruch von 150% zu erwarten. Und diese Höhe dürfte dann die Höhe von 2011 erreicht werden. Das heißt, diese ganze Formation wird dann geschlossen und die alten Höhen wird erreicht. Und wenn die alten Höhen meines Erachtens erreicht sind, dann geht meiner Meinung nach die Party erst richtig los, dann kommen große Geldsummen rein, etc. Aber natürlich sind wir schon luftige Höhen. Dann können aus diesem Pessimismus, den wir jetzt bei Goldaktien haben, kann sich dann in unglaublichen Optimismus wandeln. Aber Optimismus bei Goldaktien ist sehr gefährlich. Also wenn wir diese optimistische Phase halten, dann sollten Sie sich darauf vorbereiten, Ihre Position zu kaufen. So wie Sie jetzt, natürlich kann man das nicht, man ist natürlich auch schon teilweise länger investiert, so wie Sie jetzt diese extremen Pessimismus kaufen müssten. Und wir versuchen natürlich, und ich persönlich tue es auch, diesen Pessimismus weiter zu kaufen. Okay, schauen wir noch mal auf ein anderes Chart eines Statisten. So, und zwar, das ist die Dynamik von Gold und Silber gegenübergestellt. Es wird so getan, als Gold und Silber sozusagen denselben Preis darstellen und man sieht, was um wie viel performt. Und Sie sehen, meistens ist Gold besser, aber es gibt einige wenige Zeiten, da performt Silber über. Zum Beispiel ganz stark überperformt hat es hier 1980. Hier ist Gold und da ist Silber dramatisch Gold überperformt. Was gleichzeitig eine Überperformance von Silber ist immer auch ein Verkaufszeichen von Goldaktien. Dann sind sie teuer, dann muss man verkaufen, so wie es eben auch 2011 gewesen ist. Also wir hatten eine Überperformance von Silber, war über diese Goldlinie auch ein Indikator zu verkaufen. Genauso ist es auch ein Indikator, wenn wir einen ganz besonders großen Abstand haben zwischen Gold und Silber, dann muss man im Grunde genommen kaufen. Und so war es hier, Sie sehen das hier in der Finanzkrise 2009, ein guter Zeitpunkt, um Goldaktien zu verkaufen. Wiederum kurz danach ein sehr guter Zeitpunkt, Goldaktien zu verkaufen. Jetzt haben wir es aktuell, klar, der beste Zeitpunkt wäre jetzt hier im April 2020 gewesen, Goldaktien zu kaufen. Aber durch diese Korrektur haben wir fast schon wieder diese Preise. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist eben historisch gesehen ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, Goldaktien zu verkaufen. Und meines Erachtens hängen diese Silberausbrüche, die wir hier 1980, 2011 gesehen haben, meiner Meinung nach wird charttechnisch vor ein Riesenausbruch quasi bei Silber, meiner Meinung nach charttechnisch
vorbereitet, der auch dann wirklich den Ausbruch von 2011 und von 1980 sowieso massiv übersteigen wird. Ich meine, die Statisten, wissen Sie selbst, reden von 55, 60, 65 Dollar. Klar, der jetzige Pessimismus führt wieder zu niedrigen Preiszielen, aber Sie wissen, wie das ist bei Silber. Ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus irgendwo in dem Bereich, weiß ich nicht, irgendwo zwischen 50 und 100 Dollar geht, vielleicht wird 80, 90 berührt, wer weiß, dann korrigiert es vielleicht wieder um 50%, auch das ist bei Silber zu beobachten. Jedenfalls, wenn wir solche Silberpreisspitze sehen, wie eben 1980 oder 2011, heißt es, Goldaktien zu verkaufen. Und jetzt kann man im Prinzip mit Goldaktien kaufen tatsächlich nichts falsch machen, weil es am Boden ist. Man muss es eben auch nur aushalten, weil die Korrekturen sollen ja dazu dienen, dass die Leute eben nicht einsteigen. Aber gerade jetzt muss man das aus meiner Sicht tun. Okay. Um gleich mit dem Thema Silber hier fortfahren zu können. Das ist eine neue Aktie eines angehenden Silberproduzenten mit Sitz und Produktion in Kalifornien. Hohes Risiko sozusagen. Das Projekt Calico, das die angrenzenden Grundstücke Waterloo und Langtry umfasst, befindet sich im historischen Silberbaugebiet Calico in der Mojave-Wüste in San Bernardino County, Kalifornien. 2950 Acres. Übrigens, Eric Sprott ist auch investiert. Mich würde mal wirklich interessieren, zu welchem Zeitpunkt er hier interessiert hat. Sie sehen es am Chart. Es hat eigentlich schön korrigiert. Ich denke mal, das macht es daher einfach meiner Meinung nach ungeheuer interessant. Aber hier nochmal weiter. Die Mineralressourcenschätzung 166 Millionen Unzen Silber, 89 Gramm pro Tonne, also Medium bis High Grade. Ja, eine anvisierte Produktion, das ist das Interessante, von 5 Millionen Unzen pro Silber. Dann haben Sie zusätzlich noch den Arizona Silberdistrikt in La Paz County, was nördlich der Stadt Yuma ist. Wenn man jetzt diese Zahlen hier in den Potentialfaktorformel hier gibt, also 166 Millionen Unzen Silber, Grad des Goldes, Medium, also 0, das ist hier falsch, das ist Nebien 0,75. Qualität des Landes, Kanada und USA haben eben 1, Mexiko hätte 0,75, also 1, obwohl natürlich Kalifornien seine Themen hat mit Umweltauflagen etc. 35 Millionen Marktkapitalisierung. Das würde bedeuten, bei einem Silberpreis von über 50 könnte diese Aktie um das 177-fache laut dieses theoretischen Potentialfaktors steigen. Das würde dann bedeuten, jetzt von 20 Cent auf 35 Cent. Das glauben wir natürlich nicht. Worum es uns geht, das sind auf alle Fälle das ist Silber, das unterstützt die Silber-Story. Das ist extrem korrigiert, das ist ein baldiger Produzent, der kann exportieren, der hat Erlöse, der kann die Exploration noch weiter vorantreiben und damit seine Ressourcen noch erhöhen. Das ist interessant. Wir kriegen den wirklich zum Discountpreis augenblicklich und ich denke mal, wenn der Markt sich dreht, kann die Aktie schnell wieder bei $1 sein. Und wenn dann die Mania Richtung 50, 60, sonst was hochgeht, warum nicht auf 2, 3, 4, 5 oder sogar 10? So sehe ich das. Also meines Erachtens eine riesige Chance. So viele solcher, gerade was Silberaktien betrifft, gibt es nicht. Und gerade falls es jemanden gibt, der eben doch noch jetzt an diese Silber-Story glaubt. Und Silber hat einfach die Eigenschaft von total zerstört, totale Übertreibung. Das ist möglich. Und wenn man dann solche Aktien hat, kann man dementsprechend auch an dieser Entwicklung partizipieren. Also meines Erachtens ziemlich interessant. Ja, hier nochmal zu der Super Gold Stock Watchlist. Könnte ich eigentlich hinzufügen. Also hier geht es uns ja darum, es hat 1976 bis 1980 eigentlich bisher die größte Goldaktienmania gegeben und es sind solche Bewertungen hier dokumentiert, wie beispielsweise hier NRD Mining 5 Cent auf $19, Silverstar von $1 auf 36 von 20 oder Balmoral Mines von 20 Cent auf $40. So, wenn wir solche Phase oder nur einen Teil davon bekommen,
kommen könnte. Das glaubt natürlich aus der aktuellen Situation nicht, aber das ist Geschichte und es passiert auch immer, immer wieder in Goldaktienbullenmärkte, können tatsächlich, kann man aus mehr oder weniger aus $1.000, 200.000 oder eine Viertelmillion machen. So. Und das ist natürlich, die gibt es nicht mit Steueransage, aber wenn man einige Aktien eben teilweise erwischt, gute nachkauft oder nur einen Teil dieser Story erwischt, auch wenn man einige verliert, aber im Goldaktienbullenmarkt verliert man eigentlich nicht, wenn es hochgeht, sondern nur, wenn es korrigiert. Dann ist vielleicht so etwas Ähnliches möglich. Und jetzt von dieser Tiefe aus kann man eindeutig so sagen, das steht bevor. Also es dauert meines Erachtens wirklich nicht mehr lange, bis dann Gold 2000 wieder durchbrochen wird und geht es bis 2500. Sie wissen ja auch, Goldman Sachs hatte jetzt auch noch Vorhersage gemacht, 2500 Gold. Da muss man vorsichtig sein. Normalerweise ist es ein Kontraindikator. Wenn die das sagen, verfolgen die irgendwelche Pläne, aber vielleicht wollen sie auch die Leute so ein bisschen vorbereiten. Das ist normal, steigt auf 2,5, Finanzsystem ist ansonsten alles in Ordnung. Die Gedanken genau bei dieser Preisprognose ist, kann man nicht sagen. Aber ist es überfällig, dass es nach oben bricht? Ist es jetzt derartig verzögert? Deswegen empfinden wir auch diese Goldaktienchance so hoch. Und auch ein Zeichen dieser Drückung ist eindeutig, dass ein Anstieg bevorsteht. Denn jedes Mal, wenn diese Goldaktien derartig gedrückt worden ist, kam es danach zum Monsteranstieg. Dann ging es wie eine Sprungfeder, hat sich das entladen. Das darf man nicht vergessen. Ja, okay. Also da habe ich, sage ich mal, 10 solche Aktien zusammengefasst. Die Subscriber, denen werde ich nachher die abgedatete Liste auch nochmal zukommen lassen. Ja, das sind dann immer Aktien, Superstocks-Aktien mit Superlativen, weil wir glauben einfach in einer Mania, dass diese Superlative dem entsprechend auch eine Superbewertung kriegen. Und es gab in der Vergangenheit sogar Goldaktien, die sind gestiegen, obwohl die kein Gold haben, aber der Glaube, dass da viel Gold drin ist und das potenziert sich, da wird dann jede Logik ausgeschaltet und dann kann das eben sein, dass der Markt aberwitzige Bewertungen vornimmt. Ne? Und darum geht es eben von diesen Penny Stocks, die jetzt total unterbewertet sind, mindestens alle über $1, aber wir hoffen eben auf noch viel, viel mehr, bis zu $10 im Schnitt in der Spitze. So, wenn wir auf diese Situation wetten wir ja. Deswegen engagieren wir uns in diese Aktien und da würde ich eben vorschlagen, natürlich gibt es das nicht mit Vorhersage, können genauso gut auf Pleite gehen, was in diesem Boommarkt wenig wahrscheinlich ist, aber man kann dann gut performende Aktien, also Gewinneraktien, vielleicht stückweise nochmal nachkaufen und so nähert man sich vielleicht dieser optimalen Aufstellung etwas an. Okay. Nochmal zum 1000-Wecker-Report. Also wir versuchen solche Aktien mit hohem Potenzial zu identifizieren, versuchen diesen sogenannten Potenzialfaktor zu errechnen, was einfach ein Schnitt ist zwischen der Marktkapitalisierung, des Grad des Goldes und der Anzahl der Unzen Gold und Silber. Das ist eine Formel gepackt, sodass man diese Goldaktien vergleichen kann. Weiterhin gibt es auch noch eine Exit-Strategie, dass man zumindest ein Grundkonzept hat, was kann man kaufen, wenn dieser Gold- und Gold-Aktienboommarkt vorbei ist. Einlagen von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft, das ist ein Unternehmen, das eigentlich gut funktioniert. Es ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Sie überweisen einfach, gibt keine Mindestinvestitionssumme und schon ist ihr Gold und Silber im Zollfreilager in der Schweiz gut geschrieben. Und das Schöne ist, Sie können es jederzeit verkaufen oder sich eben auch ausliefern lassen. Gerade vielleicht für die Situation, wo es sehr schwierig und sehr teuer ist, an Waren zu kommen, nur als Nebeninformation. Ja, einfach generell, bevor Sie physisches Gold kaufen, einfach auf gold.de schauen, das ist ein Vergleichsportal. Nützliche Informationen, weitere Informationen zu Goldaktien, Langfristcharts, Urancharts, solche Themen finden Sie da, weitere Webseiten. Und wenn Sie generell Fragen zum Report haben oder irgendwelche Zustellungsprobleme, mich einfach kontaktieren. Ich würde Sie dann spätestens abends dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.